Die rote Kappe hatte keinen Haken. Sie lag abends auf dem Fensterbrett und morgens kam die Hand nach ihr, noch halb im Schlafen, und setzte sie auf. Das war kein Gedanke. Das war ein Wissen des Körpers. Die Hände kannten diesen Griff seit Jahren. Das Seidenband unter dem Kinn, das man zu fest zog, wenn man an etwas anderes dachte. Der Samtrand, der im Winter kratzte, wenn man ihn zu tief ins Gesicht zog. Das Gewicht, nicht schwer, aber spürbar. Da, auf dem Kopf. Erkennbar, im Spiegel, das Mädchen mit der roten Kappe. Das war sie. Das waren alle, die sie kannten. Sie drehte die Kappe minimal, bis die Naht hinten saß. Eine Geste, die sie von ihrer Großmutter hatte. Die Großmutter hatte die Kappe immer gerade gesetzt, damals morgens, bevor sie die Läden öffnete. 2 Winter zurück. Das Fieber hatte lang gedauert und lange nicht loslassen wollen. Wochen im Bett, die Decken zu warm und trotzdem nicht warm genug, der Hals zu eng, der Kopf zu schwer. Die Großmutter war gekommen und geblieben. Aus dem Wald, durch den Schnee, jeden Morgen die Läden öffnen, jeden Abend die Läden schließen. Und morgens, bevor der erste Lichtstreifen durch das Fenster fiel, die rote Kappe. Damit du weißt, dass du heute wieder rauskommst. Kein anderer Satz, nur das. Und die Kappe auf dem Kopf. Der Tag, an dem sie wieder bis in den Garten gehen durfte, das war der eigentliche Tag. Nicht der erste Tag ohne Fieber, nicht der erste Tag mit Appetit, sondern der Tag mit dem Garten. Die Großmutter hatte die Tür geöffnet und nichts gesagt. Nur die Tür. Die Luft draußen, kalt und klar, nach Erde und nach dem Nichts, das draußen war, wenn man wochenlang drinnen war. Die Kappe auf dem Kopf. Das war das Geschenk hinter dem Geschenk. Sie vergaß nie aufzuhören, sie zu tragen. Das war anders als, sie trug sie gerne. Es war mehr wie, der Körper hatte aufgehört, sich die Frage zu stellen. Manchmal, selten und kurz. Und dann sofort das Gegenteil. Wünschte sie sich, kein Mensch im Dorf kannte sie. Nur durch den Markt gehen und nicht das Mädchen mit der Kappe sein. Nur ein Mädchen unter anderen. Aber das waren keine Gedanken, bei denen man blieb. Die Großmutter hatte die Kappe genäht. Beim Kerzenlicht, Abend für Abend, roten Samt vom letzten Markt. Man ärgerte sich nicht über Geschenke. Die Finger zogen kurz am Samtrand, herunter, minimal, dann los. Unten rief die Mutter, der Morgen, der Korb, die Aufgabe. Unten klirrte Glas. Die Mutter packte schon. Die Mutter stand in der Küche und ihre Hände arbeiteten. Der Kuchen in Stoff eingewickelt. Der Wein, sorgfältig verkorkt. Brot, die Rinde hart und die Krume weich, wie die Großmutter es mochte. Jedes Stück richtig eingelegt, nichts, das verrutschen konnte. Ihre Hände arbeiteten präzise. Das war gewöhnlich. Aber heute, und das war nicht gewöhnlich, zitterten sie manchmal, kurz bei kleinen Griffen, beim Verkorken, beim Verschnüren. Ein leichtes Beben, das sofort verschwand. Die Mutter merkte es, sie erwähnte es nicht. Sie griff nach dem nächsten Stück. Auch die Mutter hatte Fieber, ein leichtes. Nicht genug, um liegen zu bleiben. Nicht genug, um die Großmutter warten zu lassen. Die Großmutter war nicht wohl. Die Nachricht war vor 2 Tagen gekommen, durch den Jungen aus dem Dorf, der die Wege kannte. Nicht gut, das war alles, was sie ausgerichtet hatte. Nicht gut. Und der Junge hatte noch etwas gesagt, beiläufig, auf dem Weg aus der Tür. Der Wald nördlich des Weges sei still gewesen. Keine Vögel. Kinder sagten manchmal so etwas und meinten nichts damit. Die Mutter hatte nicht gefragt, ob er es ernst meinte. Sie hatte die Nachricht auf den Tisch gelegt und begonnen, den Korb zu packen. Geh nicht vom Weg ab. Keine Einleitung, nur der Satz. Lauf nicht, komm guten Morgen sagen, komm rechtzeitig zurück. Wie? Nicht warum. Das Wie war das, was sie geben konnte.
Das Warum wäre gewesen: Ich habe Angst. Ich weiß nicht genau wovor. Ich schicke dich trotzdem, weil ich keine Wahl habe. Und das ist das Schwerste von allem. Dieser Satz existierte nicht in der Küche. Er saß in den Händen, im Beben, das immer wieder auftauchte und immer wieder verschwand. Sie sagte ja. Im Moment der Aussage meinte sie es vollständig. Die Mutter schloss den Korb, testete das Gewicht, gab ihn ihr. Dann kein Arm um die Schultern, kein Halten. Eine Hand, die nach der Kappe griff. Drehendes Justieren, minimal, bis die Naht hinten saß. Bis sie gerade war. Das war alles. Die Tür öffnete sich. Der Morgen kam herein. Der Weg durch den Wald war ihr vertraut auf die Art, wie Dinge vertraut werden, die man lang genug gegangen ist. Die Biegung nach der großen Eiche. Der Abschnitt, wo die Bäume näher standen und das Licht weniger wurde. Der Abschnitt danach, wo es wieder heller war, weil rechts die Wiese begann. Hier, an dieser Stelle war er, nicht an einer dunklen Stelle. Nicht dort, wo der Weg schmal wurde und die Äste tief hingen. Hier, wo sie 100-mal gegangen war und jedes Mal sicher gewesen war. Hier stand er, etwas seitwärts vom Weg, zwischen den ersten Bäumen der Wiese. Als hätte er gewartet, als wäre das der selbstverständlichste Ort der Welt. Groß, für einen Wolf, graubraun, schlank. Die Augen fast bernsteinfarbig im Morgenlicht, und das war das Falsche. Nicht dunkel genug für einen Wolf, zu hell, zu aufmerksam. Er stand, den Kopf leicht zur Seite geneigt, hörend. Eine Haltung, die etwas öffnete in einem, wollte man oder nicht. »Guten Morgen, Rotkäppchen.« Er kannte ihren Namen. Natürlich, alle kannten ihn. Das war das Problem. Sie blieb stehen. Nicht aus Fluchtinstinkt, aus etwas, für das sie kein Wort hatte. Eine Art Anhalten. Das war nicht das, was die Mutter gemeint hatte mit nicht bleiben. Aber es war auch kein Gehen. Wohin so früh? Höflich, fast warm. Keine Zähne, keine Dominanz. Er fragte. Sie antwortete, und während sie antwortete, wusste sie, dass sie zu viel sagte. Die Großmutter, das Fieber, der Wald, das Haus. Zu viel. Warum? Weil er nicht bedrohlich fragte. Weil er so fragte wie jemand, der wirklich zuhörte. Das war irritierender als jede Drohung. Sein Blick ging kurz zur Kappe. Nicht lüstern, nicht schmeichelnd. Nur, er sah. »Das trägst du schon lange, dieses Käppchen.« Keine Frage, eine Feststellung. Sie wartete auf das Kompliment, das danach kommen musste. Es kam nicht. Er ließ die Feststellung stehen, als wäre das genug. Und das war es, weil sie stimmte. Die Wiese zur Rechten. Das Gras war noch feucht vom Morgentau, die Blumen standen aufrecht in dem Licht, das schräg durch die Bäume kam und goldfarben war und nicht echt wirkte. Zu schön für einen gewöhnlichen Morgen. Er schaute nicht zur Wiese. Er schaute sie an. Die Blumen hier, hast du sie je wirklich angeschaut? Nicht im Vorbeilaufen. Wirklich. Keine Forderung, keine Bitte. Eine Frage, die er hinstellte, wie einen Gegenstand auf einem Tisch und dann liegen ließ. Er wartete nicht auf Antwort. Er drehte sich um und ging. Den Weg entlang. In die Richtung, in die sie auch musste, aber schneller. Sein Schritt war gleichmäßig und lang, und in einem Moment war die Lücke zwischen ihnen groß genug, dass man nicht mehr reden konnte, ohne zu rufen. Sie stand auf dem Weg und schaute ihm nach. Die Frage saß in ihr wie ein Haken. Er war weg. Der Weg war leer vor ihr, und die Wiese war rechts, und die Blumen standen dort im schrägen Licht. Sie rechnete. Sie war früh aufgebrochen. Die Großmutter schlief noch, vielleicht, oder saß am Fenster und schaute nach dem Morgen. 10 Minuten, vielleicht 15. Keine halbe Stunde. Sie würde rechtzeitig ankommen. Die Großmutter würde sich freuen und die Blumen würden ihr besser gefallen als der Kuchen.
weil Blumen etwas anderes sagten als Kuchen, weil Blumen sagten, ich habe daran gedacht, nicht meine Mutter. Ich. Das war die obere Rechnung. Die untere Rechnung war eine Frage, die der Wolf gestellt hatte und die er ihr dagelassen hatte, wie etwas Verlorenes, das man unwillkürlich aufhebt. Wirklich angeschaut, nicht vorbeilaufend, nicht im Gehen. Wirklich. Hatte sie je etwas aus eigenem Willen mitgebracht? Nicht den Kuchen, den die Mutter gepackt hatte, nicht den Wein, den die Mutter ausgewählt hatte. Etwas aus ihr, etwas, das sie gesehen und gewählt hatte, weil es schön war und sie es so gefunden hatte, ohne gefragt worden zu sein. Die Frage ließ sie nicht gehen. Das war der Haken. Ihr Fuß setzte sich auf die Wiese, tiefer Tau, das Gras bog sich, die Schuhspitze wurde sofort nass. Im Körper ein kurzes Zusammenziehen, das Wissen, das kein Satz war und trotzdem eindeutig. Dann, fast gleichzeitig, das Öffnen. Die Luft roch anders als auf dem Weg, nach Erde, nach Tau, nach dem Honig der Blumen, die hier standen und die niemand vor ihr gesehen hatte, nicht heute Morgen. Sie pflückte eine, dunkelrot, schwer in der Hand, der Stiel klebrig und etwas Grünes an den Fingern. Dann noch eine, die weiter rechts stand und schöner war, die Blütenblätter dichter. Dann noch weiter. Sie wusste, dass sie weiterging. Der Teil von ihr, der wusste, war still, nicht weg. Still. Noch weiter. Das Gras wurde höher, die Bäume rückten weiter zusammen auf der anderen Seite der Wiese. Die Blumen hier waren anders als die am Wegrand, die man im Gehen registrierte. Diese hatten mehr Zeit gehabt in der Ruhe. Sie wuchsen dichter, bunter, unordentlicher. Wirklich schön, auf eine Art, die man nur sah, wenn man stand und schaute. Sie pflückte und ging und pflückte. Und bei jeder Blume trat ein Fuß weiter. Die Arme wurden voll, grüne Stiele, nasse Schäfte, das Rot und das Gelb und das Weiß gegen den dunklen Stoff des Ärmels. Schön. Das war das richtige Wort. Nicht schön, wie man sagt, wenn man höflich ist. Schön, wie man es meint, wenn man es plötzlich sieht. Erst als die Arme voll waren. Erst dann. Die Großmutter. Nicht wie ein Schreck. Wie etwas, das schon die ganze Zeit dagewesen war und auf das sie jetzt nicht mehr schauen konnte, weil sie nichts mehr vor sich hatte, das sie ansehen konnte stattdessen. Die Großmutter allein im Haus, krank, wartend. Der Weg, den der Wolf schon gegangen war, schnell und mit dem gleichmäßigen Schritt. Ihre Finger zogen kurz am Rand der Kappe, nach unten, einmal, dann wieder los. Sie wandte sich zurück zum Weg und ging schneller, als sie es am Morgen getan hatte. Das Haus kannte sie besser als jeden Menschen. Jeden Laut, das Knacken des dritten Bodenbretts, das immer knackte, egal wie man auftrat. Das Quietschen der Küchentür, ein wenig nur, wenn der Wind aus Norden kam. Das Ticken des Herdfeuers beim Ausgehen. Jeden Rhythmus, den das Haus machte und jeden, der von draußen hereinkam. Vogelstimmen morgens, der Hund aus dem Nachbardorf manchmal, die Schritte von Rotkäppchen, die man schon am Weg kannte, bevor man sie sah. Das Klopfen war zu früh. Zu früh für Rotkäppchen, die noch unterwegs war, und der Knöchel dagegen die Tür. Zu gleichmäßig, zu fest. Kein Kind klopfte so. Kinder klopften ungleichmäßig, ungeduldig, mit dem ganzen Handgelenk manchmal. Das hier war Maß, das war Methode. Sie lag im Bett und ihre Hände lagen still auf der Decke. Das Fieber hatte die Glieder schwer gemacht, zu schwer zum Aufstehen, zu schwer, um zur Tür zu gehen. Vielleicht bildest du es dir ein, sagte sie sich selbst. Vielleicht ist sie früher aufgebrochen, vielleicht klopft das Kind jetzt so. Drück auf die Klinke. Die eigene Stimme, ein bisschen belegt. Sie wartete. Die Tür öffnete sich. Einen Moment. Mehr brauchte sie nicht. Das Licht aus dem Flur, der Rahmen, die Gestalt darin. Sie kannte jeden Schatten des Waldes und jeden, der in ihr wohnte. Das hier war keiner davon.
Ihr Mund öffnete sich. Die Stimme kam, ein wenig, dann nicht weit. Zu schwach. Niemand in Rufweite. Kein Nachbar, kein Holzfäller heute Morgen auf dem nördlichen Pfad. Sie drehte den Kopf zum Fenster. Nur das. Einen Moment. Das Licht, das schräg durch die Buchen fiel, das Gras darunter, das vom Tau noch silbrig war. Der Wald, den sie kannte und der sie kannte. Den sie sich ausgesucht hatte damals, als sie bleiben oder gehen konnte. Weil er ehrlicher war als alles andere. Tiere stellten sich nicht als etwas anderes dar, als sie waren. Ihr Wald, dann der Wolf, schnell, ohne Drama. Die Blumen in den Armen rochen nach Honig und nach Stiel und nach der feuchten Erde der Wiese. Sie waren schön, das war noch real, genauso real wie am Anfang. Das Licht über der Wiese war goldfarben und still, keine Wolke. Ein Morgen, der gut sein wollte, aber keine Vögel. Sie hielt an, hörte aktiv hin. Das war ein Unterschied zum Hören im Gehen. Im Mai musste man nicht auf Vögel warten. Sie waren einfach da. Das Keckern aus dem Unterholz, der Fink von irgendwo tief in den Buchen. Sie wartete. Ein Atemzug, noch einer, nichts. Der Wald, der immer irgendwo einen Ruf bereit hatte, schwieg vollständig. Sie blieb einen Moment stehen und ließ die Stille an sich heran. Die Wiese, die Bäume am Rand, der Wald dahinter. Kein Ruf, kein Flattern, kein kurzes Keckern aus dem Unterholz. Nur die Stille, die zu voll war für einen Morgen im Mai. Die Stille, die dann Stille ist, wenn das Fehlende zu viel Raum einnimmt. Sie kannte den Wald. Die Jahreszeiten, die Pausen, die Zeiten, wo die Vögel ruhiger wurden. Das hier war keine Jahreszeit. Das war eine andere Art von Ruhe. In ihrer Brust ein Anziehen. Kein Gedanke, kein Wort. Nur enger. Der Körper, der etwas wusste, bevor der Kopf fertig war. Die Beine wurden schneller. Nicht Panik. Noch nicht. Einfach schneller. Die Beine begannen vor dem Kopf. Sie fand den Weg zurück schneller, als sie erwartet hatte. Das war auch merkwürdig. Als hätte der Wald sie nach vorne geschoben, als hätte er weniger Raum gebraucht als gewöhnlich. Der Weg. Die bekannte Erde, die Spuren von früheren Gängen, der Abdruck vom letzten Regen, der noch zu sehen war. Der richtige Weg, der zur Großmutter führte. Die Blumen in den Armen. Sie schaute sie an, kurz während sie ging. Schön. Das waren sie noch. Das würde nicht weggehen. Die Großmutter würde sie ins Wasser stellen, auf das Fensterbrett vielleicht, und sie würden dort stehen und schön sein. Das war die Hoffnung, mit der sie schneller ging. Die Tür stand offen. Das war das Erste. Nicht angelehnt, offen, den ganzen Weg. Der Morgenwind bewegte sie kaum. Sie stand einfach so, wie eine Tür steht, wenn man sie aufgemacht hat und dann vergessen hat, was man wollte. Die Großmutter ließ die Tür nie offen. Zu lange im Wald. Man ließ die Türen zu. Im Garten, der Boden vor dem Hügel zwischen den Beeten. Ein Abdruck, der nicht von Menschenfüßen stammte, nicht schmal genug, zu tief für das Gewicht. Keine Menschen gingen dort entlang, nicht auf diesem Weg, nicht durch das Beet. Die Gartenlaubetür, die die Großmutter immer mit einem Holzkeil schloss. Angelehnt. Nur angelehnt. Kein Keil. Kleine Dinge. Kein Beweis. Eine Ansammlung. Der Geruch des Hauses kam ihr entgegen, bevor sie eintrat. Holz, das alte, dunkle Holz der Wände. Kräuter, die in Bündeln unter dem Dachbalken hingen. Etwas Warmes, Brotartiges, obwohl niemand gebacken hatte. Das war der Geruch des Hauses der Großmutter, der immer da war und den sie erst bemerkte, wenn sie längere Zeit weg gewesen war. Jetzt roch sie ihn auf einmal, stark, mit jedem Atemzug. Das war kein gutes Zeichen. Drinnen zu dunkel. Die Vorhänge zugezogen, alle, auch das große Fenster zur Waldseite. Die Großmutter öffnete morgens zuerst die Vorhänge. Das war so selbstverständlich wie das Aufstehen. Zuerst die Vorhänge, dann der Herd.
Die Vorhänge waren zu. Eine andere Stille als draußen. Bewohnte Stille. Das Haus war nicht leer. Da war jemand, etwas, das Gewicht hatte und Platz nahm und dennoch nicht das war, was hier sein sollte. »Guten Morgen«, zu laut. Ihre eigene Stimme hallte kurz und kam zurück, als ob Lautsein etwas aus den Ecken triebe. Aus dem hinteren Zimmer, vom Bett her, eine Antwort. Fast die Stimme der Großmutter. Fast. Sie stand im Halbdunkel des Vorraums und ihre Hände waren voll Blumen. Und der Körper wollte sich umdrehen. Der Teil von ihr, der den Wald kannte und die falsche Stille und die offene Tür, wollte jetzt gehen. Jetzt, sofort, schnell. Den Weg zurück, den Weg ins Dorf und jemanden holen. Aber wenn sie ging, hatte sie zugegeben, was sie noch nicht zugeben konnte. Wenn die Großmutter krank lag und ihre Stimme belegt war und der Klang durch das Fieber verändert war, dann wäre sie weggelaufen. Dann hätte sie eine kranke alte Frau allein gelassen in einem Haus mit offener Tür, weil sie sich einen Moment erschreckt hatte. Das konnte nicht sein. Das war die Erklärung. Sie glaubte ihr nicht vollständig. Sie ging trotzdem ins Zimmer. Der Korb noch in der Hand, die Blumen in der anderen. Das Zimmer dunkler als der Vorraum, nur ein Streifen Licht durch den Vorhang. Das Bett gegen die Wand, die Gestalt darin unter der Decke, die Haube tief ins Gesicht gezogen. »Ich bringe dir was«, sagte sie, »von der Mutter.« Eine Bewegung unter der Decke. Und diese Stimme, wieder, die fast stimmte und nicht stimmte. Sie trat näher. Die Haube saß tief, zu tief für einen warmen Morgen, tief genug, dass man das Gesicht darunter kaum sehen konnte. Nur die Haube, weiß mit den Bändern, die sorgfältig gebunden waren. Die Großmutter band die Bänder nie so sorgfältig. Die Großmutter hatte immer gesagt, Bänder seien für Kinder und Leute, die zu viel Zeit hatten. Diese Bänder waren gerade. Dann die Ohren. Sie ragten unter dem Tuch hervor, zu groß. Keine Krankheit machte Ohren groß. Ohren schrumpften vielleicht, ältere Haut, aber sie wurden nicht groß. Das waren keine Ohren, die sie je an der Großmutter gesehen hatte. Der erste Gedanke. Er kam. Und dann sofort der zweite. Krankheit veränderte Dinge. Wenn man Fieber hatte, wenn der Körper kämpfte, dann sah man Proportionen falsch, Abstände, Größen. Sie sah die Ohren falsch, weil sie sich Sorgen machte. Sie fragte trotzdem, »Großmutter, was hast du für große Ohren?« Die Stille vor der Antwort dauerte einen Atemzug zu lang. »Damit ich dich besser hören kann.« Die Stimme tief, wärmer als die Stimme der Großmutter gewöhnlich war. Zu warm. Die Großmutter sprach trocken, direkt, ohne viel Wärme in den Worten. Die Wärme war in den Handlungen, nicht in den Worten. Sie akzeptierte die Antwort. Das war das erste Mal. Die Augen. Die Haube schob sich ein wenig durch eine Bewegung darunter und die Augen kamen hervor. Nicht fiebrig, nicht verschleiert, nicht das Weiß, das Fieber manchmal brachte. Das Gegenteil, klar. Zu klar, zu aufmerksam für eine Frau, die seit Tagen krank im Bett lag. Die Augen einer Frau, die schläft und döst und mit dem Fieber ringt, werden trübe, werden warm und ausgehöhlt. Diese Augen warteten. Sie kannte die Augen ihrer Großmutter. Wie sie lachten. Zuerst die Augen, dann erst der Mund. Das Lächeln und die Augen gingen immer zusammen. Das war immer so gewesen. Das Erste, das man erkannte, wenn die Großmutter froh war. Die Gestalt im Bett lächelte. Die Augen taten es nicht. Das Lächeln und die Augen gingen nicht zusammen. »Großmutter, was hast du für große Augen?« Dieser Satz kam langsamer heraus als der erste. Als ob etwas in ihr wusste, dass er nicht gestellt werden sollte. »Damit ich dich besser sehen kann.« Die Antwort stimmte. Das war das Problem. Die Antwort war richtig.
Und trotzdem stimmte sie nicht, weil das Richtige das Falsche nicht wegmachte. Es überdeckte es nur mit einem Satz, der passte. Und darunter lag noch das Falsche, unverändert. Sie machte einen Schritt vor, die Hände auf der Decke. Sie hatte die Hände nicht sofort gesehen, weil das Licht im Zimmer schlecht war und weil sie auf das Gesicht geschaut hatte. Jetzt die Hände. Zu groß. Viel zu groß für die Hände der Großmutter, die klein und gearbeitet waren, mit den Gelenken, die größer geworden waren über die Jahre, aber immer noch die Hände einer kleinen Frau. Das waren nicht diese Hände. Krankheit, sagte sie sich. Die Proportionen. Sie sah falsch. Sie glaubte das nicht. Großmutter, was hast du für große Hände? Die Frage brach fast weg in der Mitte. Fast. Eine Pause, kürzer diesmal, aber von anderer Qualität. Als hätte sich etwas unter der Decke bewegt. Als hätte sich etwas bereit gemacht. Damit ich dich besser packen kann. Packen, nicht halten, nicht umfassen. Packen. Das Wort landete und der Aufprall kam erst nach. Packen. Nicht das Wort, das eine kranke Frau benutzt, die ihre Enkelin umarmen will. Das war das Wort, das ein anderes Wort bedeutete. Hinter dem Wort und dahinter noch ein weiteres und am Ende dieser Worte das Wissen, das sie die ganze Zeit getragen hatte und über das sie nicht nachgedacht hatte. Ihre Finger griffen nach der Kappe, zogen sie nach unten, einmal, kurz, dann los. Sie schaute auf den Mund. Der Mund war groß, der Mund war sehr groß. Es gab keine Erklärung mehr. Kein Fieber, keine Proportion, keine Krankheit. Nur der Mund, der groß war und der wartete. Großmutter, was hast du für einen... Der Satz war noch nicht fertig. Die Decke flog zurück. Die Tür. Kein Anklopfen, kein Rufen. Die Tür, die schon offen stand, und durch sie der Jäger. Breit in den Schultern, eine Hand an der Waffe, der andere Arm ausgestreckt gegen den Rahmen. Er stand und sah sofort alles. Den Wolf auf dem Bett, das Mädchen gegen die Wand, den Boden, die zerstreuten Blumen, den umgefallenen Korb. Er hatte die Spuren gesehen, 2 Tage alt, nördlich des Weges, wo kein Wolf sein musste. Er hatte sie nicht vergessen. Er war trotzdem erst jetzt hier, zu spät und noch rechtzeitig. Das war der Abstand zwischen diesen beiden Wahrheiten, und er lebte in diesem Abstand und sagte nichts darüber. Der Wolf schlief. Das Schnarchen war laut und tief, zu voll für ein kleines Zimmer. Der Jäger legte an, hielt inne, irgendwo hinter dem Schnarchen, ein mögliches Geräusch, zu klein, um sicher zu sein. Er dachte an seine Tochter, dieselbe Größe, dasselbe Alter ungefähr. Er ließ den Arm sinken, griff nach der Schere an seinem Gürtel, groß, schwer, scharf genug. Er kniete und schnitt. Kein Zögern, aber auch keine Freude. Ein Problem, das gelöst wurde. Rotkäppchen sprang heraus. Zuerst das, was der Jäger sah. Die rote Kappe, schief geworden, der Samtrand vorne, das Band lose. Dann das Mädchen darunter, lebendig, auf den Beinen, atemlos. Dann, langsamer, die Großmutter. Sie lag zusammengekrümmt auf der Seite, die Knie angezogen wie jemand, der sich sehr lange ganz klein gemacht hat. Das Atmen kam zuerst, tief und ein wenig rau. Das Atmen von jemandem, dessen Lungen zu lange keinen Raum hatten. Dann die Augen. Sie öffneten sich langsam und für einen Moment war da nur Licht und Orientierungslosigkeit. Das Zimmer, das Mädchen, der Jäger. Ihre rechte Hand bewegte sich, langsam, tastend, bis sie Rotkäppchens Handgelenk fand. Kein festes Greifen, nur der Kontakt, Haut auf Haut. Rotkäppchen griff nach Steinen. Nicht er, sie. Sie kannte das Haus, wusste, wo die schweren Steine lagen, die man für das Dach aufgehäuft hatte, draußen am Weg. Sie trug sie herein, einen nach dem anderen,
so viele ihre Arme fassten. Nicht, weil man ihr es sagte, weil das die nächste Handlung war. Ihr Gesicht dabei, keine Trauer, keine Erschöpfung, nur Konzentration, das Heben und Tragen und Einlegen. 4 Steine, 5, 6. Die Steine waren kalt und schwer und ließen Erde an den Händen. Ihre Arme zitterten ein wenig, vom Morgen, vom Laufen, von allem. Sie trug trotzdem. Der Wolf regte sich, das Gewicht im Bauch veränderte die Balance. Er versuchte aufzustehen, die Beine gaben nach. Er versuchte zu laufen, fiel zur Seite, gegen die Wand, auf den Boden. Er rührte sich nicht mehr. Der Jäger schaute Rotkäppchen einmal an. Die Kappe, das Mädchen, die Steine. Was ihn hierher gebracht hatte. Die Spuren, das Unbehagen, das eigene Kind, das zu Hause wartete. Er stellte keine Fragen. Es hätte Fragen gegeben. Er wusste das. Die Wiese, die Blumen, der Weg, den man nicht verlassen sollte. Er wusste, dass es Fragen gäbe. Er stellte sie nicht. Draußen der Wald, still in der Mittagssonne. Ein Vogel irgendwo tief in den Bäumen. Dann noch einer, dann mehr. Die Großmutter hatte die Augen wieder geschlossen. Ihre Hand lag noch an Rotkäppchens Handgelenk, lose jetzt, fast schlafend. Rotkäppchen zog die Hand nicht weg. Die Großmutter saß im Garten und die Sonne lag flach über dem Gras. Nachmittag, eingewickelt in die schwere Decke vom Bett. Der Wein in einem Becher, der Kuchen auf einem Tuch. Die Augen geschlossen, das Licht auf dem Gesicht. Sie trank den Wein in kleinen Schlucken, aß den Kuchen in kleinen Stücken. Das erste Mal seit Tagen wieder draußen. Das merkte man am Körper, am Heben der Brust, am Atem, der ein wenig tiefer ging als drinnen. Rotkäppchen stellte die Blumen in ein Glas. Sie hatte sie vom Boden aufgehoben, Stiel für Stiel, die Köpfe meist noch ganz. In das Glas mit dem breiten Hals, das die Großmutter für solche Dinge aufhob, für Geäst und Zweige und was der Wald manchmal zu bieten hatte. Die Blumen passten hinein, ein wenig unordentlich, nicht wie ein Strauß, den jemand gebunden hatte, sondern wie Blumen, die jemand gefunden und gehalten und jetzt hingestellt hatte. Sie stellte das Glas auf den Fenstertritt, wo die Sonne noch hinkam. Die Großmutter öffnete die Augen, schaute das Glas an, dann Rotkäppchen. Sie fragte nicht woher. Zwischen ihnen das Schweigen, das voller war als alles, was man hätte sagen können. Die Blumen im Glas, schön, ohne Entschuldigung, ohne Erklärung, von der Wiese, von dem Weg, den sie nicht hätte gehen sollen. Schön sind sie, sagte die Großmutter. Nur das, kein Kopfschütteln, keine Lektion. Schön sind sie. Das war wahr. Die Blumen waren schön und das blieb wahr, unabhängig von allem anderen, was auch wahr war. Beides konnte gleichzeitig stimmen. Sie setzte sich auf den Korbstuhl neben der Großmutter. Der Sommerstuhl, der immer dort stand. Das Holz warm von der Sonne. Eine der Blumen aus dem Glas. Sie nahm sie kurz heraus, hielt sie. Noch feucht am Stiel, das Rot noch vollständig. Dann stellte sie sie zurück. Die Kappe in der Nachmittagssonne. Sie trug sie noch. Der Wald hinter dem Garten. Derselbe Wald, kein anderer. Die Buchen, die Eichen, der Pfad, der nach links bog und zur Lichtung führte. Die Vögel riefen wieder, das lebendige Schweigen des Waldes, das sich so anders anfühlte als das Tote von heute Morgen. Der Wald hatte sich nicht verändert. Diesmal schaute sie nicht nur auf die Bäume, sie schaute auf die Räume dazwischen, die Abstände zwischen den Stämmen, die Stellen, wo das Licht nicht hinkam. Die Großmutter hielt den Becher mit beiden Händen und schloss die Augen wieder. Das Licht auf ihrem Gesicht, das Atmen, das tiefer war als drinnen. Rotkäppchen schaute den Wald an. Dasselbe, anders. Wenn dich diese Geschichte berührt hat,
Dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen, neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm. Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören,